Wir stehen jetzt hier vor der Drehscheibe am ersten Lokschuppen. Und natürlich war dieses Areal früher vor allen Dingen durch die Eisenbahn geprägt. Auf der einen Seite hier der große Anhalter Bahnhof, der sich bis weit nach Süden erstreckte. Gleich in unmittelbarer Nachbarschaft im Westen der Potsdamer Bahnhof. Aber tatsächlich war hier nicht alles Eisenbahn in dem Areal. So gab es unmittelbar hier hinter den Lokschuppen an der Trebbiner Straße noch die Anlagen der Gesellschaft für Macken-Kühlhallen. Die hatte hier zwischen 1900 und 1901 einen großen Kühlhauskomplex errichtet mit 2 Kühlhäusern, einem dazwischenliegenden Maschinenhaus, und das diente vor allem der Lagerung leichtverderblicher Lebensmittel. In einem der beiden Kühlhäuser war aber auch eine Eisfabrik untergebracht, die Stangeneis produzierte. Und das wurde in Berlin verkauft, vor allen Dingen zum Beispiel an Gastronomen oder Cafés, die es dort wiederum zur Kühlung von Lebensmitteln benutzten, weil diese kleinen, Anführungsstrichen kleinen handlichen Kühlschränke, wie wir sie heute alle zu Hause haben, dass das Essen frisch hält, die gab es damals noch nicht. Und um jetzt diese Eisstangen in Berlin ausliefern zu können, unterhielt die Gesellschaft auch eine ganz ansehnliche Flotte an Pferdefuhrwerken. Und natürlich mussten die Pferde wiederum auch hier irgendwo versorgt werden. Und dafür entstand 1908 das Gebäude, was hier unmittelbar hinter uns liegt, das sogenannte Wohn-, Fabrik- und Pferdestallgebäude der Gesellschaft für Macken-Kühlhallen. Und das Besondere an diesem Gebäude ist, dass die Pferdeställe sich nicht nur im hinteren Bereich über das Erdgeschoss verteilten, sondern tatsächlich bis in den 2. Stock reichten. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt das Pferd in den 2. Stock? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach, mit einer Wendeltreppe. Und die ist auch heute noch erhalten und kann ich dir nur empfehlen, schau sie dir an.